Lieber Stier, schön, dass du dabei bist, schön, dass du eingeschaltet hast zu deinem Juli-Taroskop, Juli 2026. Schauen wir uns hier in diesen Videos an, wie sich dein Juli gestalten möchte, energetisch, praktisch, zwischenmenschlich. Was kommt auf dich zu, was kannst du dir erwarten, was wird wichtig? Eventuell jedoch auch, worin solltest du überhaupt nicht hineintunen, was solltest du ganz außer Acht lassen. Der Juli für den Stier, bitte. Es wird ein Orakel sehr wichtig, sei es ein Orakel, ein Rätsel, sei es, dass du auf ein Orakel stößt, dich mit Orakeln beschäftigst. Es geht jetzt nicht wie hier um Tarot, sondern wirklich Prophezeiungen von einst, jahrtausendalte Prophezeiungen. Oder du wirst ein Orakel aussprechen. Vielleicht geht es um das Orakel des Lebens. Who knows? Der Stier ist im Juli etwas gelangweilt, sagen sie. Der Stier braucht eine neue Perspektive, braucht neue Ziele. Der Stier möchte einfach sich selbst sein. Doch der Stier, viele Stiere, nicht alle, haben sich sehr weit von sich selbst entfernt. Vielleicht kommt sogar ein Erschöpfungszustand bis Mitte Juli auf dich zu, wo du wirklich sagst, hey, es muss sich was ändern. Du weißt zwar noch nicht was, doch es wird sich ändern. Du wirst den Juli ganz anders beenden, Ende Juli, als er angefangen hat. Du hast sehr viele Themenkarten, ja, schau an. Gut möglich, dass du im Rückzug bist. Du hast sehr, sehr viel mitzuteilen, sei es beruflich, im Zwischenmenschlichen, der Welt, im Generellen. Sehr viel Wissen trägst du in dir. Du lernst Neues, du möchtest neues Wissen generieren. Du bist jemand, der viele Menschen begleitet, sie auf irgendeine Art und Weise coacht, was jetzt nicht unbedingt wirklich vom Berufswegen her sein muss, sondern einfach von deiner Persönlichkeit her. Du hast immer einen guten Rat für alle. Doch dann, wenn es um dich geht, denkst du dir, ei, und jetzt, wen kann ich fragen? Du wirst auf jemanden stoßen, sei es im Internet, sei es Best Friend erzählt dir von irgendjemandem. Du wirst diesen Menschen gut möglich kontaktieren oder dich über diesen Menschen schlau machen, dir Dinge anhören, ansehen, dich belesen, wie auch immer. Und was sich dir da eröffnet, ist eine vollkommen neue Welt. Du brauchst jedoch schon einiges. Du hast 9 Themenkarten, also das ist schon arg viel, lieber Stier. Der Juli wird sehr, sehr intensiv für dich, doch ich denke auch sehr befreiend. Denn diese neue Perspektive, die du generieren möchtest, es geht um deine Glaubenssätze, es geht um deine Indoktrinierung, es geht, sei ein artiger Junge, sei ein artiges Mädchen, Indianer kennt keinen Schmerz und der ganze Bullshit. Ganz egal, wie du aufgewachsen bist, du wirst an eine Wurzel kommen. Die neue Perspektive darf verlangt werden. Du weißt plötzlich, was Sache ist. Bedeutet, deine Mission, dein Potenzial, deine Aufgabe und das vor allem, was du wirklich willst, was dich erfüllt. Wie gesagt, es ist gut möglich, dass du bis Mitte Juli im Rückzug bist, dich auch zurückziehst. Vielleicht ein Wochenende oder eine Woche oder wie auch immer dich wirklich zurückziehst, nicht erreichbar bist. Jemand hat ein großes Problem mit dem Wald, beziehungsweise jemanden zieht es in den Wald. Vielleicht geht jemand zelten, wandern, wie auch immer. Vorsicht bei denen, die sich in den Bergen aufhalten, liebe Stiere, eben beim Zelten, beim Wandern, dass kein schlimmes Unwetter auf euch niederprasselt.
Ihr werdet euch mit der Verweisung, also nicht du wirst verwiesen, sondern das Waisenkind, mit der Verweisung eurer Seele beschäftigen. Denn wenn ihr zurückdenkt, als Kinder hattet ihr echten Durchblick und es wurde euch abtrainiert. Das darf zurückkommen, dieser Schmerz darf noch einmal gesehen und erkannt werden und dadurch erlangt ihr die neue Perspektive. Es ist gut möglich, dass ihr im Juli nah am Wasser gebaut seid oder für diejenigen, die schon lange nicht mehr weinen können, dass alles rausfließen darf. Die Tränen, sie enthalten so viel Informationen. Die Tränen setzen frei. Und die Tränen, die wir weinen, sei es vor Freude oder vor Traurigkeit, sind nicht die gleichen Tränen wie beim Zwiebelschneiden, ja? Denn die beim Zwiebelschneiden, da kommt wirklich nur Wasser raus und die anderen Tränen, die sind voller Informationen. Gut, schauen wir uns deine Hauptenergie an, die dich im Juli begleiten wird, den ganzen Juli hindurch. Unter welchem Stern steht, Themenstern steht dein Juli? Lichtringe, sehr viele Lichtringe. Bei manchen spielen Lichtringe eine Rolle, was auch immer das für dich bedeuten möchte. Lichtringe, die du als Lichtwellen ansiehst oder interpretieren könntest. Nicht die Lichtstrahlen, sondern Lichtringe. Die Menschen beginnen Gott sei Dank endlich wieder sich nach Jahrtausenden damit zu befragen, was ist der Mensch, wer ist der Mensch und was kann der Mensch. Und ich denke, auch die Lichtringe haben damit zu tun. Perfetto! Du darfst transformieren. Vor allem diese schwere Energie, die bis Mitte Juli bei dir zu spüren sein wird. Sie kommt zu einem Ende und zwar zwischen 13. und 15. Juli darfst du neu auferstehen. Ein neues Ich-Gefühl, ein neues Gefühl im Sein. Die Perspektive, sie darf erlangt werden, sie darf gelebt werden, sofern du es dir erlaubst. Gut möglich, dass du mit einem Skorpion verbunden bist. Dieser Skorpion ist die Quelle der Kreativität. Es sprudelt nur so aus diesem Skorpion heraus. Sehr innovativ, sehr kreativ. Denk bitte immer dran, lieber Stier, nicht vergleichen, nicht in Konkurrenz gehen, sondern schließe dich dem Skorpion an und lasse dich von diesem inspirieren. Kein Copycat werden, sondern schlichtweg die Leichtigkeit, mit der der Skorpion alles aus sich heraussprudeln lässt, lasse dich davon inspirieren. Eine Waage wird Ende Juli irgendetwas unternehmen, aussprechen, das dich innerlich echt ins Wanken bringt. Auch dort geh nicht in die Verurteilung, sondern schau nur hin, was es mit dir macht. Und dort setze an. Beginnen wir mit dem Tarot. Im Übrigen zu diesem Video eine Extended-Version. Dort werden wir Woche für Woche besprechen, mehr Details, andere Botschaften. Also bleib dran. Nach diesem Video geh hier unterhalb dieses Videos in die Infobox, drück auf den Link und du wirst automatisch weitergeleitet. Nicht motiviert, nicht inspiriert und die Frage, für was mache ich das alles? Warum tue ich, was ich tue? Du siehst, du beginnst den Juli mit sehr, sehr viel
Hinterfragung. Gut möglich auch, dass du dir sagst, ich habe so viel hineingesteckt, doch ich habe das Gefühl, die Welt weiß es nicht zu schätzen. Es läuft irgendwie nicht. Lieber Stier, wie immer, leider sehr oft bei dir, schaue deine Absicht dahinter an. Warum tust du es? Erfüllt es dich? Ist es wirklich Herzblut, damit du Freude hast am Leben und im Leben? Oder ist es, weil du dir ein bestimmtes Outcome erhoffst? Du wirst etwas Neues beginnen, beziehungsweise das Alte komplett, man könnte sagen, umprogrammieren, umstellen. Es ist wie, als würdest du dich in einer Sackgasse vorfinden, innerlich. Ich rede von innerlichen Zuständen. Schaue die Absicht dahinter an. Du möchtest Neues erfahren, doch du tust nichts dafür, auf dass diese neuen Erfahrungen kommen können. Du bist in der Sackgasse der Komfortzone angekommen. Um den 6. bis 8. Juli wirst du Mut fassen und man sagt die Notbremse ziehen, einen Schlussstrich ziehen und sagen, so kann ich nicht weitermachen, so will ich nicht weitermachen. Du machst dich auf zu neuen Ufern. Sobald du dich dafür entschieden hast, die Notbremse zu ziehen, werden alsbald, wirklich innerhalb, sie sagen von 15, maximal 30 Stunden darauf folgend, Neuigkeiten auf dich zukommen, beziehungsweise eine neue Chance, ein neues Angebot, wie auch immer. Der Anfang ist sehr gut. Der Weg nicht der kürzeste, doch wenn du im Vertrauen bist, kommst du ganz, ganz schnell an. Es geht um Vertrauen, es geht um Anerkennung, es geht um Einsamkeit, es geht um, warum versteht mich keiner, es geht um Ängste, Verlustängste. Du bist auf einem guten Weg, lieber Stier. Du wirst sehr, sehr viel überdenken. Und das ist gut so, denn du wirst jetzt im Juli richtig stellen, was für dich nicht mehr passt. Du bist ehrlich zu dir selbst und dort wollen wir dich haben. Denn von dort aus kann es nur besser werden. Wir machen jetzt weiter im Extended. Wie gesagt, den Link findest du hier unten unterhalb dieses Videos in der Infobox. Und wir schauen uns Woche für Woche an, die Details, die Botschaften. Was wird wichtig? Zwischenmenschliches, Karriere, Liebe, Spirit. Lassen wir uns überraschen. Bis gleich, wir freuen uns auf dich. Ciao!